Servus Leute, heute gibt es eine weitere actiongeladene Winterepisode. Diesmal waren wir zusammen mit dem Max und dem Danny am Schild. Der Danny klettert eine der letzten offenen Touren für ihn, das Produkt, ein boulderlastiger Achter, und der Max klettert im Anschluss eine technische und anspruchsvolle 9-, die Astrella. Viel Spaß! Ein erfolgreicher Durchstieg entscheidet sich in aller Regel im oberen Drittel. Ja, würde ich unterschreiben. Wir sind heute am Schild, so einer der nächsten Felsen, die es hier so gibt rund um Regensburg. Kurze Anfahrt. Eigentlich ein schöner Sommerfels, heute Ende Januar. Aber trotzdem, Bedingungen sind super, nicht allzu nass. Ja, die Kletterei ist schon recht eigenartig. Das hebt sich so ein bisschen ab von der restlichen Kletterei, gerade im Altmetall. Man hat wenig gerade Leisten. Das ist oft so ein Seitleistengezieher, Untergriffe. Der Fels ist sehr kompakt, sehr glatt, jetzt nicht abgespeckt, aber von Hause aus einfach schon sehr glatt. Da muss man immer sauber stehen, Spannung halten, kann sich nie so richtig ausruhen. Es gibt ja so etwa 19 Touren zwischen 6 plus und ich glaube projektmäßig wahrscheinlich bis knapp 11. Das Produkt, ein Achter, ziemlich schwer zu lesen, gerade am Anfang. Oben nochmal ein schöner henkeliger Ausstieg mit weiten Zügen. Auf den ersten Blick tut man sich sehr schwer. Schon am ersten Haken setzt man sich da gern rein und wundert sich, wie es da weitergehen soll. Aber wenn man ein bisschen tüftet, dann findet man schon eine Lösung. Ja, einer hat kommentiert, ich glaube der Ingo war es, wer die Tour flasht, der ist ein Held oder so in der Art. Ja, so kann man es wohl sagen. Ich würde sagen, eher sagen, wer sie on-sitet, der hat Respekt verdient. Mit Flash kann man es, glaube ich, schon gut hinkriegen. Also auf den zweiten Versuch kann man es schon dann doch klettern, wenn man weiß, wie es geht. Ja, man muss schon viel puzzeln und die Lösung suchen. Wenn man irgendwann mal eine gute Lösung gefunden hat, dann werden die Touren doch recht schnell geklettert. Erster Sand. Ich würde heute gerne die Astrella klettern. Schon eine ziemlich markante Linie. Das Schild ist ja dann doch tatsächlich eigentlich ein durchgehender Schild, und in der Astrella hast du eben ganz oben im Ausstieg oder in der oberen Hälfte eine Risslinie, einen seichten Riss. Es geht los, dass du in die unteren Züge gleich mal einen Einstiegsboulder machen kannst, dann ein paar Untergriffe und schlechtere Leisten. Dann gehst auf einen Untergriff, den du am Anfang doppelst, und dann siehst du halt rechts auf eine relativ schlechte, unscheinbare Leiste. Man muss den linken Fuß danach relativ hoch anstellen. Wenn der dann aber steht, dann kann man verlängern auf einen so sloprigen Griff. Mit links dann halt auf einen weiteren Seitgriff hochschnappen. Da ist dann eigentlich schon fast vorbei. Aber ja, dass man da dann noch richtig einsortiert bekommt, nachdem man mit rechts auf die Leiste weitergezogen ist, ist wahrscheinlich schon der entscheidende Schlüssel zu dem Boulder, würde ich sagen. Und dann kommst du eigentlich in einen relativ guten Rest, wo du nochmal gut schütteln kannst, fast beide Hände von der Wand wegnehmen kannst. Und dann hast du oben eben den Riss, wo du ja nicht klassisch jetzt halt einfach dich da durchklemmst, sondern schon sehr technisch das Ganze klettern musst, ein bisschen piatzen. Man meint immer, links soll es mehr Tritte haben, oder man wird sich links mehr Tritte wünschen. Aber die gibt es nicht, deswegen muss man da sich immer wieder orientieren und schauen, wo man rechts neben Riss noch ein paar Griffe findet, weil die gibt es dann auch. Wo ist so die Hauptschwierigkeit für dich? Ja, eigentlich schon fast ganz oben kurz vorm Umlenk, also an der letzten Echse. Die lässt man eigentlich weg, weil es pumpt eigentlich bloß, wenn man da versucht, nicht zum Klippen von so einer schlechten Leiste weg. Klettert man drüber und dann hast du eben rechts nochmal so eine Leiste. Und wenn du die dann nochmal kurz ein bisschen anblockierst oder halten kannst, dann kannst du zum Henkel mit links ziehen und dann hast du rechts einen Henkel, dann ist es eigentlich vorbei. So in der Summe, nach den ganzen Zügen, die man bis dahin macht, so ist das schon die Durchstiegskrux. Ja. So, los. Ja, was ist da nicht da, hey? Du hast schon die Leiste in der Hand, du musst einmal nur kurz ein bisschen anziehen und dann hast du einen Henkel. Warst du gepumpt oder wie? Das ist echt die Ausdauer da, die man mal wieder trainieren müsste. Was kämpft davon, wenn man nur an Bord trainiert und nur bouldert? Dann kann er so eine 12 Meter Tour. Dann ist man nach 12 Metern einfach oder nach 10 Metern von 12 durch.
Yo! Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Lasst uns auch in den Kommentaren wissen, habt ihr vielleicht Tipps für die kalten Wintertage, Felstipps, wo man am besten klettern kann. Ansonsten sehen wir uns bald wieder auf Jura Climbs. Bis bald. Ciao! Freshes Seil. Fast unbenutzt. Ist neu, oder? Relativ neu, so 2 Wochen. So 12-8er Seil. 12,8, das ist der neue Standard, ja. Dreifach zertifiziert. 4-fach, ja. Wie viel Normstürze? 80. Ja, mindestens. Schon hinter sich. Mindestens. Ja. Ich meine, es muss schon authentisch bleiben können.